Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich hauptsächlich alles um den Labwaffenbau, aber auch einige andere Sachen. Ne? Bin vor kurzem mal gebeten worden, ob ich nicht auch mal ein bisschen so Videos zu Abgüssen herstellen machen kann. Machen wir jetzt einfach mal. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. So Leute, dann geht mal los. Und zwar habe ich da Problem gehabt. Warte mal hier auf Seite. Gleich. Ich nehme für die Heilerbestecke, die ich schon mal baue, benutze ich, also ab und zu wollen immer welche so eine Rose haben. Allerdings habe ich da nicht so viele Formen, das sind eigentlich nur zwei, wo dann immer nur eine von diesen Rosen dann auch drin ist. Jetzt bin ich hingegangen, habe mir die Form genommen, ne, und habe mir dann aus dem Baumarkt so Keramikabgusszeug geholt. Das habe ich dann in Formen, ähnlich wie denen hier, nur ein kleiner, habe ich das dann reingegossen. Sind dann auch verschiedene Sachen bei. Problem war immer beim Rausholen der Form, ist mir immer hier der Stängel abgebrochen. Wie ihr seht, ich habe einige Versuche gemacht. Ne? Da ist immer irgendwie so was rausgekommen. Das Zeug ist eigentlich, finde ich, total geil. Ich habe jetzt von den anderen Sachen da auch mal ein paar Abgüsse gemacht, wie ihr hört. Das hört sich wirklich so ein bisschen an wie Keramik. Ne? Deshalb heißt das auch Keramik S. Nur wie gesagt, das Zeug ist etwas brüchig. Hier, wie ihr seht, da ist an ein paar Stellen ist ein bisschen was abgebrochen. Und wie gesagt, ich wollte halt eigentlich nur die Rose haben. Habe dann aber immer irgendwie viel zu viel angemischt und habe dann von den anderen Sachen auch mal Abgüsse gemacht. Dann hatte ich mal mir gekauft. Da muss ich aber noch gucken. Ich glaube, das Mischen, das hat mal nicht so geklappt. Ich brauche da, glaube ich, so eine kleine Waage für. Und zwar ist da 2 Komponenten Silikon. Was dann nachher, wenn gemischt ist, in grün ist. Aber das klebt immer noch was. Also, ich glaube, also auf der Rückseite ist es gut. Nur oben ist es irgendwie nicht. Ich glaube, entweder habe ich das Verhältnis falsch oder ich habe nicht gut genug gemischt. Aber es funktioniert auf jeden Fall für die Formen schon mal. So, tun wir das mal hier kurz auf Seite. Wie ihr seht, das ist schon eigentlich von den Abgüssen ganz gut. Das macht man eigentlich nur hier, dieses Keramik S, das machst du mit Wasser. Ich glaube 1:4 oder sowas. Ja, 1 Teil Wasser, 4 Teile Pulver. Ja. Und dann kippt er das quasi in so eine Form rein. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier mal so ein paar Sachen noch, wo ich auch noch zu viel hatte, wie ihr gesehen habt. Die Formen finde ich auch gut. Ich habe das mal gemacht, um zu gucken, wie detailliert das geht. Das sind hier so gekaufte Formen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich hoffe, da bricht nichts, weil die sind nicht besonders elastisch. Vielleicht sollte ich da auch noch ein Trennmittel vorher rein tun. Wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Kann ich mir vielleicht auch noch besorgen. Ich versuche das jetzt hier einfach mal. Aber ich glaube, ab einer gewissen Dicke würde ich sagen, geht das einfach. Dann, so ein bisschen splittert da immer ab, wenn da was übersteht. Aber so im Großen und Ganzen ist das hoffentlich gut. Wie ihr seht, ja, also der Detailgrad, der ist schon gar nicht mal übel. Schon noch ein paar andere Sachen mal raus. Wie gesagt, das habe ich jetzt einfach mal gemacht, weil ich gucken wollte, wie detailliert das dann nachher ist. Und ab einer gewissen Dicke würde ich sagen, geht das eigentlich ganz gut. Das Zeug, was übersteht, das bricht auch relativ einfach weg. Also dann habt ihr das auch schon immer im Weg. Und wie ich hier so sehe, wenn es dick genug ist, geht es eigentlich ganz gut. So ein Trennmittel wäre vielleicht noch das Ganze ein bisschen einfacher. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, kann man damit gut arbeiten. Ein bisschen vorsichtiger sein. So, jetzt ein bisschen. Ja, muss man aufpassen. Hier habe ich an einer Stelle die Form ein bisschen kaputt gemacht, aber oben. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber
Man muss halt ein bisschen aufpassen. Okay, hier hatte ich noch ein bisschen Flexipin und so, glaube ich, noch Reste drin. Aber daran kann man halt sehen, schon mal noch was raus. Das ging richtig gut. Ja, dann haben wir zum Samurai haben wir noch so eine Geisha. Ich wollte da irgendwann mal eine Waffe mitmachen oder ein Schild oder irgend sowas. Deshalb hatte ich mir nämlich die Formen mal irgendwann gekauft. Hier ist noch so eine Pagode oder sowas drin. Mal gucken, wie die geworden ist. Wie ihr seht, das Zeug ist schon sehr detailliert. Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ich weiß ja nicht genau, ich glaube, das Zeug, das hat, glaube ich, 11 oder 12 Euro gekostet. Das ist, glaube ich, so ein Kilo, ja, 1000 Gramm. Also, für den Test hat schon mal bestanden, würde ich sagen. Ne? Wie ihr seht, schon ziemlich detailreich. Ich kann ja mal ein bisschen näher rangehen. Ne? Also, ich bin auf jeden Fall schon mal weitgehend begeistert von dem Zeug. Wie gesagt, ab einer gewissen Dicke. Ihr müsst natürlich hier so ein paar Sachen noch so ein bisschen abknibbeln. Ne? Aber ich würde mal sagen, wie hier zum Beispiel. Also. Ja, das geht eigentlich ganz gut, weil das da relativ dünn ist. Dann kann man das dann wegmachen und dann kann man das dann auch theoretisch dann für andere Abgüsse, wenn man halt mehrere von braucht, wie ich jetzt bei den Rosen quasi machen will. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin echt schwer begeistert. Ne? Schönes Resultat. So. Das tun wir mal auf Seite. Jetzt gehen wir mal weiter. Das war dann quasi so Schritt 1. Weil ich dann quasi hier mit der Rose gemacht habe. Ja. Ich wollte das jetzt nicht nochmal. Und dann bin ich hingegangen. Da ich ja nur die Rose haben will, habe ich mir überlegt, wir machen das Ganze erstmal mit Heißkleber und duplizieren das Ganze. Dann müsst ihr gucken, dass die schön heiß ist, die Klebepistole. Gucken, dass ihr eine große Düse habt. Das Ganze dann ordentlich da rein. So. Und dann tut er das Ding erstmal auf Seite und lasst das erstmal was abkühlen. So. Wir könnten uns natürlich jetzt so lange hier mit beschäftigen, bis das Ding mal trocken oder beziehungsweise abgekühlt ist, aber ich habe da schon ein paar Sachen vorbereitet. So sehen die Dinger dann aus, wenn man die dann da rausholt. Ja. Wie gesagt, das ist das Original. Das sind jetzt die. Das war jetzt, wie gesagt, jetzt erstmal eine Überlegung. Weil mit den zwei Dingern, das dauert immer ewig. Jetzt habe ich halt mal ein paar mehr. Und dann bin ich jetzt am Überlegen, mir mit Sugru, anstatt hier mit dem grünen, weil das Zeug ist relativ teuer. Das Sugru kann man ja selber herstellen, aus ganz billigem Baumarkt-Silikon und Speisestärke. Bin ich mir halt jetzt am Überlegen, mir da eine Form zuzumachen. Weil das Zeug ist relativ flexibel, einfach zu machen und billig. Ja, jetzt wartet man noch, bis das eine dann quasi auch abgekühlt ist. Dann müssen wir noch ein bisschen hier so auch ein bisschen Überstand wegschneiden. Bei denen bin ich schon, habe das schon weggeschnitten. Und dann schauen wir mal, wie das dann wird. Wie gesagt, das Ganze ist irgendwie noch so ein bisschen klebrig. Also hier ist es soweit trocken. Aber hier oben, wie ihr seht, sag ja, vielleicht habe ich auch nicht richtig durchgemischt. Da muss ich beim nächsten Mal gucken. Und ich glaube, ich brauche da auch so eine kleine Waage für, damit ich das Verhältnis. Auf jeden Fall ist jetzt der Heißkleber soweit trocken, beziehungsweise abgekühlt. Dann können wir das Ganze da rausholen. Wie ihr seht, hier steht noch so ein bisschen was über. Das schneiden wir dann weg. Aber das mit dem Heißkleber, das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus.
Nehmen wir eine Schere. Können wir natürlich auch mit Cutter machen. Ich mache jetzt einfach mal mit der Schere, weil ich hatte die jetzt gerade hier neben liegen. Okay, ein Cutter auch, aber na egal. So. Was er natürlich auch machen könnte, das hat quasi mit einem Lötkolben noch so ein bisschen hier nachziehen, ne, so in die Ecken rein, weil das schmilzt ja dann, aber da müsst ihr natürlich aufpassen, dass euch der Finger nicht verbrennt. So, das wäre dann jetzt erstmal diese Rosen. Da würde ich sagen, da mache ich jetzt wahrscheinlich mehrere Videos zu den Abgüssen. Das war jetzt so der erste Versuch. Wie gesagt, das hier mit diesen 2 Komponenten Flüssigsilikon, das war jetzt der erste Versuch. Auch mit der teuerste, was ich jetzt ausprobiert habe. Also 2 Flaschen, fast 30 €. Mit einem, ich glaube, halben Liter oder Liter drin. Ne? Also ist nicht gerade kostengünstig, aber ich wollte das endlich mal ausprobieren, weil ich da schon so viele Videos drüber gesehen habe. War jetzt auch nicht unbedingt die beste Form, wo ich das rein. Ich hatte quasi von einer alten Latexflasche quasi nur unten den Boden genommen und habe das dann quasi unten drauf gelegt und dann einfach drüber gegossen. Ja, muss ich mal gucken, das war auch noch nicht das Optimale. Da schauen wir dann im nächsten Video mal weiter. Aber mal eine andere Frage. Mal abgesehen das hier, das machen wir ja sowieso dann. Das nächste Teil wird dann weitergehen. Ich denke mal, da werde ich mehrere Teile zu machen, zu Abgüssen jetzt. Wenn da Bedarf ist. Und dann mal eine Frage an euch. Das sind zwar jetzt nur diese Keramikabgüsse, die ich natürlich auch aus Latex dann machen kann. Wenn irgendeiner eine Idee hat, wo man das drauf machen könnte, auf was für eine Waffe oder Schild oder was auch immer, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer so ein bisschen am Überlegen, so ein Langinata oder irgend sowas. Ich weiß es nicht so genau. Ja, aber sehr bestimmt cool aus. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Wenn ihr da noch mehr zu sehen wollt, könnt ihr ja in den Kommentare schreiben. Würde mich echt freuen. Ne? Ich werde auch mal ein bisschen Geld jetzt investieren in verschiedene Sachen, weil ich da selber noch ein bisschen vorankommen möchte. Und was die Abgüsse angeht, eigentlich immer meistens nur fertige Form nehme. Aber jetzt auch gerne mal ein paar andere Sachen ausprobieren möchte. Und zwar auch was größere. Und zwar hatte ich eigentlich vor, jetzt die nächste Zeit ein Schafshorn, also ein Widderhorn, beziehungsweise 2 für einen Freund abzugießen und dann auch zu schäumen. Deshalb will ich mich jetzt erstmal mit so einem 2-Komponenten-Silikon so ein bisschen was beschäftigen, damit ich dann, ich hoffe beim ersten Versuch, dass das dann auch mit dem Teil klappt. Ich taste mich jetzt so ein bisschen ran, nebenbei mache ich dann auch noch so ein paar andere Sachen, für andere Sachen, wie mit den Rosen jetzt, für die Heilerbestecke, damit das nicht ewig dauert, weil ich dann pro Tag nur ein Teil gemacht kriege. Das ist ein bisschen, naja, ich sage jetzt mal ineffizient. Und hoffe, dass das mit den Heißklebedingern, dass das funktioniert. Dann mache ich im nächsten Teil dann aus Sucro dann die Formen, weil ich mir überlegt habe, mit dem Reindrücken dann ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser wie mit dem Flüssigen. Bin mir da aber auch nicht so sicher, aber ich probiere jetzt einfach mal ein paar Sachen aus. Wie gesagt, wenn euch das Thema gefällt, macht einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, Likes auch, ne? Also ist ja Daumen hoch, ne? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.